Moin Leute, in diesem Video geht's weiter. Wir wollen ein weiteres Partikelsystem nutzen. Hierzu gehen wir in die FX Variety Pack. Dort können wir wieder den Cascade Particle System Legacy anmachen. Und zum Waterball, da können wir jetzt diesen Waterball Hit nehmen. Den kopieren wir wieder in Richtung Wurm. Copy hier. Den können wir an der Stelle umbenennen. Worm P-Worm Acid Ball Hit. Den können wir jetzt als Kopie hier einfach bearbeiten. Heißt, wir öffnen den Worm Acid Ball Hit. Hier gibt es halt so eine Vorschau, wenn man was zu oder abschaltet. Das hier kann man nicht vielleicht löschen. Das erste Emitter hier. Hier können wir die Farben auch nochmal bestimmen. Das heißt Scale Color, Live. Können wir hier auch ein bisschen grüner gestalten. Die anderen können wir an der Stelle immer deaktivieren. Initialfarbe, die kann man hier auch nochmal ändern, dass es ein bisschen grünlich aussieht. Dann der nächste ist der Brust. Scale Color Live auch in Richtung Grünton. Dann haben wir die Core, die Base hier, Scale Color Live. Da können wir auch wieder so einen Grünton nehmen. Nehmen wir zweimal Dust und Water Dust. In einem können wir löschen. Und diesen Water Dust auch nochmal in der Farbe anpassen. Dann ist er nicht so bläulich. Irgendwas in Richtung Grünton. Die andere kann man wieder zuschalten. Das ist dann so eine Hit-Explosion, wenn der Ball mal ankommt. Oder diese Spucke vom Wurm. Haben wir noch sowas wie Initial-Color. Auch wieder was mit Min-Max hier. Das in der Richtung. Einmal speichern. Jetzt können wir diesen Particle nehmen. Acid Ball Hit. Und in dem Wurm dann. Also in unserem Projektil. Das heißt, den wähle ich hier aus. Den Wurm Acid Projektil. Die Blueprint Plus. Läuft nicht an der Stelle. Hier haben wir sowas beim Worm Acid Projectile, die Hit Particle. Dort können wir das dann einfügen. Und zwar den Worm Acid Ball Hit im Blueprint Worm Acid Projectile bei Hit Particle hier zuweisen, kompilieren und speichern. Dann haben wir auch eine Größe hier, die wir einstellen. Die sollte hier größer sein als 0, sonst sieht man die gar nicht. Könnt ihr erstmal einstellen, dass die Größe 1 ist. Heißt im Worm Acid Particle Projectile, da haben wir die Hit Particle einmal zu gewesen und die Größe davon in den Variablen. Danach brauchen wir irgend so einen Hit Particle Sound. Kann man sich erstmal irgendeins rausholen, zum Beispiel bei opengameart.org. Kann man nach irgendwas suchen. Etwas, was mit Acid zu tun hat, mit Säure. Vielleicht gibt es da irgendeinen Sound. CC0 wähle ich hier noch, dann ist das halt erstmal lizenzfrei. Hier brauchen wir an der Stelle nur die Soundeffekte. Ich werde hier etwas aus diesem Godzilla-Paket holen. Da habe ich sowas wie Arm Hit. Der hört sich da passig an. Gegebenenfalls nur den ersten Part hier. Ich schneide den Part aus mit diesem Button hier und kann ihn dann extrahieren. Danach können wir den einfach importieren. Rechtsklick, Import und holen wir den Acid Splash an der Stelle. Ihr könnt natürlich irgendwas anderes verwenden. Ich werde euch den zur Verfügung stellen. Den könnt ihr auch einfach runterladen. Ihr könnt natürlich eure anderen eigenen Sounds verwenden und daraus Wave-Files mit Audacity machen. Ich gehe jetzt hin mit Rechtsklick, Create Queue, stellen wir da die Queue dafür. Die öffne ich dann an der Stelle. Für den 3D-Effekt mit Override Attenuation an der Stelle. Speichere das. Jetzt können wir die Queue hier schließen. Und im Content Browser auswählen, um im Worm Acid Projectile, den dann hier bei Hit Particle Sound einzufügen. Kompilieren und speichern.
Jetzt haben wir die Hit Particle und den Sound dazu mit dem Scale. Das Ganze wird ja dann verwendet in Worm Asset Projectile. Und in der AI-NPC, da haben wir unseren AI-NPC Projectile Base. Da verwenden wir das Ganze ja. Mal drüber schauen. Wir haben hier unseren Sound, die Scale und die Hit Particles an der Stelle, die wir hier gerade eingestellt haben. Ich denke, damit müsste es funktionieren. Einmal testen. Der Wurm kommt jetzt an und schießt. Hört den Sound. Ist noch ein bisschen zu groß mit dem Scale. Könnte etwas kleiner werden. Worm Asset Projectile 0,6. Ja, das sieht auch okay aus. Jetzt braucht das Projektil auch noch so etwas wie einen Schaden. Hier bei Damage. Wir können dann hingehen und in unserer Blueprint AI-NPC Projectile Base. Dort haben wir ja unsere Damage hier an der Stelle. Und diese Damage, die können wir Instanceable Editable einstellen. Da den Haken setzen. Wir können das Ganze auch editieren. Das nächste, was wir hier anmachen, ist Expose on Spawn. Es gibt dann auch einen Pin. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir das Ganze auch als Pin nutzen. Mit dem Damage. Dazu gehen wir in die BP Enemy Base. Und haben wir hier unsere F-Play Attack Montage. Das ist der Angriff. Ich wollte jetzt in den Event AI-NPC Range Attack. Hier haben wir den Spam Actor und brauchen hier dann diese Pins. Refresh Nodes. Diese Projectile Class, die muss dann vom Variablen-Typ so sein wie unser Blueprint. Das heißt, den können wir einmal abstöpseln. Steuerung. Oder Alt gedrückt halten, draufklicken. Das Ganze wollen wir einmal vom Variablen-Typ umändern. Als Variablen-Typ brauchen wir diesen BP-AI-NPC Projektil Base. Also wir gehen dahin, klicken dann drauf. BP-AI-NPC Projektile Base. Dort die Objektreferenz. Change Variable Type. Ach sorry, wir brauchen ja eine Klasse hier, weil wir spawnen Node und brauchen eine Klasse. Also nochmal Variablentyp BP-AI-NPC Projektil Base. BP-AI-NPC Projektil Base. Dort brauchen wir die Klasse-Referenz. Mal sehen, ob man das hier so sieht. Genau, da ist nämlich die Klasse-Referenz hier wichtig auszuwählen. Die können wir dann hier einstöpseln an der Stelle bei der Class. Und haben hier dann diese Damage, die wir rübergebracht haben. Das heißt, mit der richtigen Klasse hier, die wir hier einstöpseln, haben wir hier auch die Damage hier, die wir übergeben können beim Spam Actor. Und unser BP-AI-NPC Projektil Base. Da haben wir ja unsere Variable Damage hier auf Instance Editable gemacht und Expose on Spawn. Das heißt, wir können das hier entsprechend nutzen, um die Damage hier anzuzeigen und anzupassen. Jetzt können wir schauen, ob es in dem Wurm, der ist ja als Kind von Enemy Base, das noch angepasst werden muss. Das ist Enemy Worm, easy. Ja, da haben wir beim Projektil Class None, der hat hier rausgeschmissen. Dann müssen wir das wieder hinzufügen. Das ist ja unser Worm Asset Projectile. Kompilieren und speichern das. Dann ist das hier auch nochmal aktualisiert in der Kind-Klasse. Und wir können das halt in der Richtung nutzen. Jetzt können wir halt hingehen und hier dieses Damage rausziehen. Promote to Variable. Projectile Damage. Und diesen Schaden, den können wir halt setzen, um halt in der Kind-Klasse, also im Wurm, dort den Schaden zu setzen. Das heißt Enemy Worm Easy. Der hat jetzt in den Class Defaults das Projectile Damage. Hier kann man dann irgendwas einfügen. Sowas wie 9. Dann hat so ein Projektil halt 9 Schaden. Das wird ja hier
runter vererbt in Enemy Worm Easy, sodass wir bei BB Enemy Base als Eltern-Element hier ja bei Projectile Damage diese 9 Schaden hier durchreichen in Spam Actor. Der bekommt ja hier den Damage mit. Und zwar diese Projektilklasse hier, der BBAI NPC Projectile Base. Somit haben wir in der BBAI NPC Projectile Base, wenn die halt dort gebaut wird, dann an der Stelle, wo der Apply Damage dann stattfindet, hier ein Damage und der ist dort an der Stelle 9. Der wird dann halt dort durchgereicht. Das ist ja die Variable, die Instance Editable ist und Expose on Spawn. Dort haben wir im Grunde diese 9 definiert und durchgereicht, sodass diese wiederum bei Base Damage ankommt und vom Damage Causer hier verursacht wird. Beim Spieler, der halt dieser Damaged Actor ist an der Stelle und den Schaden bekommt. Das Ganze geht ja Richtung Spieler. Heißt, wenn wir den Spieler einmal öffnen im Content Browser und dort die BB Player Base, da haben wir ja unseren Event Any Damage. Da kommt der Schaden halt an. Wenn wir dort das ausgeben, Print String, können wir hier anzeigen, das was ankommt mit Damage, da einstöpseln. Das nächste, was wir uns ausgeben können, ist mit STRG D noch ein Print String, den Damage Causer, der den Schaden verursacht hat. Heißt, an der Stelle müssten wir halt einen 9 bekommen und dann den Wurm, wenn er uns attackiert. Der kommt jetzt an und schießt los. Ja, so Enemy Worm Easy und hat 9 Schaden verursacht. Das Ganze können wir hier auch als Client starten. Place Client, um zu sehen, dass das auch für Multiplayer funktioniert. Enemy Worm Easy und 9 Schaden. Das nächste ist, wir können uns anschauen wegen der Kollision. Das heißt, diese Projektile sollen ja nicht durch Wände gehen. Bei Place Actors, da hole ich mir einfach so einen Cube und stecke ihn hier ins Level. Mache den dann ein bisschen länger. Mit R, ein bisschen höher. Mit W verschiebe ich das Ganze. Das heißt, ich habe hier so eine Wand. Und wenn wir uns da das Projektil holen, Worm Acid Projectile, das Ganze hier einfach spawnen. Wenn ich das jetzt simuliere, dann fliegt er halt durch die Wand durch. Und das soll halt vermieden werden. Wir brauchen halt eine Kollision. Wieso das Verhalten so ist, das lässt sich erklären. Wir haben ja hier in dem Projektil AI NPC Projektil Base. Dort wird es ja nur zerstört, wenn das vom Actor Tag Player ist. Das heißt, wenn es dann irgendwann fertig ist, dann wird es zerstört hier an der Stelle. Wenn das Ganze halt nicht ja mit dem Spieler overlappt, dann wollen wir in der Lage sein, das Ganze zu zerstören, damit der entsprechend halt ja zerstört wird an der Stelle. Wir wollen das Projektil halt nicht zerstören lassen, wenn das hier an der Stelle irgendein Gegner ist, im Holzzweig. Weil wenn ganz viele Gegner da im Level rumlaufen, dürfen die ja Projektile schmeißen. Bei diesem Spieltyp, hier im Dungeon Crawler, können sie dann einfach durch Gegner durchfliegen und sollen ja in Richtung Spieler gehen. Können wir dann das einmal erweitern. Hier im Holzzweig ist das ja kein Player. Dann können wir Actor as Tag uns holen. Hier außer Actor nochmal rausziehen. Actor as Tag. Das wäre dann Enemy mit B in Branch Node. Wenn unser anderer Actor im Holzzweig ein Gegner ist, ein Enemy, dann wollen wir im True-Fall gar nichts machen, weil das Projektil soll durch die Gegner hindurchfliegen. Also durch die Mitgegner oder so. Ich meine halt diese Enemies, die fliegen dann ja alle Richtung Spieler. Das Ganze halt kein Enemies, sondern im Holzzweig ist ja etwas anderes. Das wäre ja kein Spieler und kein Enemy. Da können wir halt das Ganze ausführen. Ich verschiebe das mal hier. Also im Holzzweig haben wir keinen Spieler, kein Enemy. Dann wollen wir Multiplayer Hit FX nochmal ausführen hier. Das markiere ich hier und STRG D. Hier runter kopieren. Dann verwenden wir das Ganze im Holzzweig hier. Das heißt, wenn es kein Spieler, kein Enemy ist, dann geht er hier rein und wird sich dann entsprechend auch zerstören. Hier brauchen wir noch bei der Location so eine Hit Location. Da können wir die hier oben nehmen als Hit Location. Beim Hit Result in der Location einstöpseln.
Und nach dem Abspielen können wir das hier einmal kopieren. STRG D. Und an der Stelle dann mit einem kleinen Delay zerstören. Der spielt halt diese Partikel zum Zerstören mit Delay. Der zerstört dann den Actor. Kompilieren und speichern. Jetzt müsste er theoretisch hingehen und die Wand zerstören. Zu einem Testlevel, damit mit dem Partikel, dass er dann nicht durchfliegt, sondern hier einfach an der Wand zerschießt. Einmal starten und er fliegt und ja, fliegt einfach durch. An der Stelle hat meine Wand noch keine Overlap Events. Das heißt hier in den Einstellungen von der Wand. Wir nutzen ja hier bei Collision die Events für Overlap. Generate Overlap Events. Das ist eine Wand, müsste das auch haben. Und dann wird da über den Overlap entsprechend nicht Player und nicht Enemy gefunden, sodass der hier einfach so dann zerschossen wird und nicht einfach durch das Objekt hindurchfliegt. Das ist so die Idee dahinter. Heißt, in einem Level hat man dann die Wände, die auch Generate Overlap Events anhaben. Und dann wird vom Projektil halt entsprechend nicht Player und nicht Enemy getroffen, sondern Overlap mit Sonstiges gemacht. Im False-Zweig hier ist im False-Zweig nicht Player, dann im nächsten False-Zweig hier nicht Enemy und dann darf er beim Overlap-Event auch diesen Partikel einfach zerstören. Hier kann man noch das Delay ein bisschen kleiner machen, dass das noch schneller kaputt geht. Vielleicht 0,02. Einmal testen. Ja, vielleicht darf es noch ein bisschen länger da sein. 0,06. Ja, das sieht soweit in Ordnung aus. Diese Logik ist halt gewährleistet, wenn es halt keinen Spieler getroffen hat und es darf auch kein Enemy treffen. Das heißt, durch Enemy Actors wird es einfach durchfliegen. Beim Spieler wird es einfach Schaden verursachen und auch splashen. Und alles andere wären dann sowas wie Wände, irgendwelche Objekte, andere Objekte, die so ein Overlap-Event haben, sowas wie Felsen und so weiter. Da wird es einfach zerspringen oder zerschellen an der Stelle. Und nur bei Enemy wird es einfach durchfliegen. So viel zu dieser Spielmechanik an der Stelle. Das war's auch für dieses Video. Bei Save All werde ich alles nochmal speichern. Im nächsten Video werden wir einfach weitermachen mit Spielemechaniken und damit möchte ich mich verabschieden. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis bald!